Ja, herzlich willkommen am WB-Stammtisch. Der Sommer steht vor der Tür, die Zeit, wo euch die Kultur der öffentlichen Räume vermehrt wieder in Beschlag wird nehmen. Ausstellungen, Festivals im Grossen und im Kleinen über den Kultursommer, aber auch über die Oberwalliser Kultur- und Kunstlandschaft diskutieren wir heute, und zwar mit meinem Gast, Lothar Berchtold. Er ist bei uns beim Walliser Bote zuständig für das Ressort Kultur. Lothar, herzlich willkommen am WB-Stammtisch. Ja, jetzt sind wir bald in der Hälfte von diesem Kulturjahr. Was war bis jetzt dein persönliches Highlight gewesen? Also eins ist sicher das Hermann Unplugged durch Stefan Eicher gewesen. Das war ein Konzert gewesen, was er wahrscheinlich nicht nur mehr in bester Erinnerung wird bleiben. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Aber was das Mann einfach immer wieder macht, und also die Vielseitigkeit und die Offenheit, die er hat, das war sicher ein Highlight gewesen. Ein zweites war, ich bin ein paar Tage in Berlin in der Ausstellung geschaut, und die heisst «Gespräch, beim». Die ist ganz speziell. Suchen die Frauen? Ja, und da ist es darum gegangen, um eine Kopftuchdebatte und in spannenderweise islamische Sachen, die im Jüdischen Museum thematisiert werden. Und höchst interessant. Da sehen wir schon jetzt die Vielseitigkeit, die auch die Kunst und die Kultur euch bieten kann. Stefan Eicher, hast du gesagt, hier noch eine Ausstellung. Bist du eher der musikalische Typ oder doch eher der visuelle, Theater, Malerie? Was illustriert ihr, oder wo sind die Präferenzen? Also das Herz schlägt sicher vor allem auf einmal für das Theater. Das ist, weil ich selbst schon ein bisschen aktiv bin. Zum Glück nicht auf der Bühne, sondern eher hinten dran. Malerie interessiert mich halt auch ziemlich stark, weil in meinem früheren Leben habe ich ziemlich viel gemalt. Musik bin ich Konsument, also ich gehe gerne in Konzerte im kleineren Rahmen. Gut, Stefan Eicher war im Grossen, aber das war einfach saugut. Aber ich würde eher sagen Theater, Malerie und all die Musik. Müssen wir das ist vielleicht so wie im Sport auch. Ich meine, ein Sportredaktor oder ein Journalist, der sich mit zum Beispiel Fußball auseinandersetzt, hat sicher einen Vorteil, wenn er vielleicht selbst mal das gespielt hat auf dem Rasen, wie das ist. Ist das in der Kultur auch so? Ist es von Vorteil, wenn man selber aktiv ist? Also wenn man von etwas eine Ahnung hat, wenn man darüber schreibt, das ist ja immer gut. Wenn man jetzt selbst etwas gemacht hat auf dem Gebiet, wenn man selbst geschüttet hat oder Theater etwas gemacht hat, ist sicher ein Vorteil. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht nur für Spezialisten etwas machen. Ich meine, wenn du Fußballer bist und einen Fußballmatch kommentierst und beschreibst, dann machst du das nicht nur für die Schütter. Die sollen merken, dass du etwas verstehst, aber es geht ja immer darum, dass man Leute abholen, die sich für etwas nicht speziell interessieren. Wie kann ich die einfach ja, Spezialist ist immer ein bisschen gefährlich. Also Kunst vermitteln, aber jetzt hier ist ein Leser. Aber das ist auch in der Kunst selber immer ein grosses Thema. Wie bringen wir die Kunst an die Leute? Wie wir das vermitteln, in den Jungen etc.? Wie sieht es da eigentlich aus hier im Wallis? Wird das genug gemacht? Oder ist man da ein bisschen verschieden in einer Szene? Nicht gerade mal Alphabet-Turm, wie man es mit den Akademikern würde sagen. Aber also ich finde, im Wallis, also jetzt einmal im Oberwallis bleiben, ist viel Kunst, viel Kultur. Die geht auch sogar zu den Leuten. Man hat Ausstellungen, die im öffentlichen Raum stattfinden. Das Kunstpreis, das letztes Jahr war, die hat ja schöne Diskussionen gegeben. Das ist immer gut. Also das, zum Beispiel das Gerüst, das da ja, auf dem Stadtplatz ist jetzt das Kunst oder nicht? Das ist eine Installation, die eigentlich sagt, hier tut man Bühne oder was soll das eigentlich? Das ist ja schön, darüber kannst du immer diskutieren. Das heisst, du musst nicht immer alles gut finden, weil es Kunst oder Kultur verkauft wird. Aber ich habe das Gefühl, im Oberwallis haben wir einen Haufen Sachen. Publikum zu gewinnen ist schwierig, weil der Kuchen wird ja nicht grösser. Das merkst du schon selbst, wenn du mal ins Lappos gehst und dann gehst ins Kellertheater und nachher gehst du in irgendeinen kleineren Anlass, wo ja, 70–80% sind sehr wahrscheinlich die gleichen Leute, die an allen Orten triffst. Der Kuchen wird nicht grösser, aber die Kuchenstücke werden für Summe kleiner. Zu dem können wir vielleicht später noch gehen, wie es auf Angebotseite uns nachfragt selber. Ja, der Kuchen wird nicht breiter.
Gleich habe ich das Gefühl, dass es doch sehr, sehr eine grosse Vielfalt gibt im Oberwallis jetzt im Vergleich zum Einzugsgebiet an Kunstschaffenden, an Anlässen etc. Findest du das auch so oder ist das in dem Sinne eigentlich... Nein, also ich habe das Gefühl, das Oberwallis kannst du überhaupt nicht klagen, was Kunst und Kultur geht. Es findet nicht nur ein Häufen statt, sondern es findet auch Häufen Güter statt. Also man muss ja immer über Quantitäten reden und das sind da vergessen, wir haben hier sehr gute Leute und die machen auch hier vor Ort sehr gute Sachen. Die soll man auch schauen und geniessen. Ob sie so hier mal mehr vertreten oder da mal mehr vertreten, es ist halt alles auch irgendwo halt ein Wettbewerb. Der eine hat mehr Zuschauer, der andere weniger. Mit dem musst du leben. Das ist in der Wirtschaft so, das ist im Sport so und das ist halt auch in der Kultur so. Was ich einfach das Gefühl habe, ist, so viele Leute immer klagen, ja, es läuft viel im Oberwallis. Ich sage immer, ja, also ich lieber uns lesen, was zusammen lesen. Solange dass du kannst sagen, ich gehe da und will nicht da gehen, ist das ja in Ordnung. Aber wenn es dann heisst, sagst ja, es gibt nur einen Anlass in der Woche. Ja, das ist dann schlimm. Du hast das selber gesagt, qualitativ geben es auch sehr gute Sachen. Wer ist vielleicht zur Zeit der Künstler oder eine Gruppe oder ein Event, wo man muss sagen, das ist jetzt das mit der größten Ausstrahlung hier im Oberwallis? Das Wichtigste also, das ganze Personifizieren ist ein bisschen schwierig, weil es gibt auf verschiedenen Gebieten verschiedene gute Leute. Ich meine, mal angefangen mit sagen wir mit der Sina, was die auf ihrem Gebiet machen, und die macht das nicht erst seit gestern. Ich meine, die Frau hat einen langen Schneif und die Frau wird nicht schlechter, die wird immer noch besser. Nach Stefanie Heinzmann nimmst du jetzt für in der Musik zu bleiben. Wir haben hier auch vor Ort Leute wie ein Alex Rüdi, wie ein Stefan Ruppe. Die Sachen sind einfach gut. Und die haben Schneif und die nicht einfach nur heute und morgen etwas machen. Nachher haben wir es für den Rest des Monats vergessen. Die sind immer dran. Nachher hast du wieder Namen wie jetzt, Nicola Steiner, die natürlich jetzt national und international bekannt sind. Das sind immer auch Leute, die andere Leute motivieren, die sagen, probier es aus. Du kannst auch über das Wallis drüber rauskommen. Das funktioniert auch. Du musst einfach auch mit der richtigen Sache zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das sind alles Sachen, die nicht unbedingt immer beeinflussen kannst. Aber das Wichtigste ist, du musst einfach mal etwas kennen und du musst es wählen. Kennen, dann kommen wir vielleicht zur Definition von Kunst. Ich meine, das ist ja, die Frage kann man immer mal wieder stellen, was ist eigentlich Kunst? Kommt es eben von Können? Das ist jetzt eher eine konservativere Definition, dass man zuerst etwas, ein Handwerk oder eine Technik so sollte ich kennen und erst ab der von Kunst reden. Oder wie definierst du den Begriff? Bist du da ein bisschen freier? Geht es dir mehr um den Prozess, der hinter dem Produkt, hinter dem Werk steht? Oder wie? Also für mich ist alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, das ist etwas Soziales. Ich sage immer, mit einem Theater, das Wichtigste finde ich jetzt nicht unbedingt die Aufführung. Das ist immer das Dessert. Das Wichtigste sind die ganzen Proben, also wie entsteht ein Stück, wenn man zusammen etwas machen. In der Malerei ist es eigentlich ähnlich. Ich meine, jemand, der Kunst macht und malen tut, der nimmt immer Sachen auf aus dem Alltag, aus seinem Leben und setzt das irgendwo in etwas um. Ob du jetzt in einem Bild sagst, das ist Kunst oder Kitsch, das kannst du mit allem sagen. Du kannst heute Kunst definieren und sagen, das ist das, was in einer Galerie ausgestellt wird. Oder wenn ein Museum ausgestellt wird, das ist ja Kunst, sonst würde es nicht da stattfinden. Aber ich habe immer das Gefühl, seitdem der bei uns hat so Putzlappen in einem Museum aufgestellt und ist das als Kunst angeschaut worden, spielt heute der Ort eine grosse Rolle. Und ein Haufen Künstler haben einfach auch gute Ideen. Und die gute Idee zu visualisieren ist halt nicht immer einfach. Der eine sagt man einfach, das ist ein höheres Eich und der andere sagt, das ist hohe Kunst. Ich finde, das ist auch nicht so wichtig. Du hörst auch so weit gehen, dass man zum Beispiel sagt, aber ein Dorftheater, das ja beim Publikum äußerst beliebt ist, das wäre auch schon Kunst, weil auch die Leute sind ja dann gleich, es bindet ja, es gibt eine Dynamik im Dorf, das Zusammenleben oder so, aber nachher müssen wir ja vielfach könnte man jetzt auch elitär sagen, ja, das ist ja so ein bisschen ein paar Schenkelklopfer und bin nicht. Also jetzt mal ein bisschen respektierlich geredet. Also du kannst Schenkelklopfer interessant und spannend bringen und du kannst sie plump und dämlich bringen. Das
Gleich auch als Profitheater auch. Du kannst Schillers Räuber schauen. Das ist ein Klassiker. Das Stück kann für sich sehr gut, aber auch die Profis machen es seich. Nicht alles, was der Picasso gemalt hat, war auch Kunst. Der hat auch viel Abfall produziert. Ich habe immer das Gefühl, man sollte nicht immer schauen, ist das Profi oder Amateur, sondern was bringt es mir? Also was lest das in mir aus? Wenn ich in eine Ausstellung gehe, durch die Bilder, ja, nicht schlecht, das geht, und in 5 Minuten bin ich aus. Das ist vor allem auf einmal langweilig. Ob das Kunst ist oder nicht Kunst, hat jetzt recht zu langweilen. Aber es kommt immer neu auf dich drauf an. Was machst du damit? Als Zuschauer. Ja. Was auch darauf ankommt, sind die Gelder. Es geht ja nicht ganz ohne der Kunst-Kulturbetrieb. Ist abhängig, vor allem hier in der Schweiz, von öffentlichen Geldern. Und auch da gibt es immer wieder die Diskussion, ist das gut, wie viel braucht es? Es gibt kritische Stimmen, die sagen, ja, man gibt viel zu viel für das uns. Von Künstlerseite sagt man viel, ja, es reicht nicht, das ist zu wenig. Schafft man es zurzeit da, jetzt mit Wallis-Bezug, da ein gesundes Mittelmaß zu finden, oder ist man da gut unterwegs in der Kulturförderung? Also es ist immer schwierig. Der Künstler sagt ja immer, ich habe zu wenig Geld, und die anderen sagen, ich habe zu wenig, ich kann dir nichts geben. Was ich das Gefühl habe, ist, dass einfach heute es könnte immer mehr Geld sein, das man in die Kultur steckt. Wenn ich mir nur vorstelle, die ganzen Kreisel, die man hier am Wallis und abgemacht hat, wenn man pro Jahr ein Kreisel das Geld zur Verfügung stellte für die Kultur, es gäbe, glaube ich, einen Millionenbetrag. Man kann immer mehr Geld drin in die Kultur. Und das ist nie ein verlorenes Geld, weil Geld, das in die Kultur drin ist, das kommt irgendwo zurück. Das andere ist natürlich, an wer geht das Geld. Also geht es jetzt an die Profits, ist es ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für ausgebildete Kunstschaffende, oder geht es eben auch an die Amateure, an die Laien, die einfach auch Kultur machen. Und da in welche Richtung geht es? Also momentan habe ich das Gefühl, mit dem Kanton Wallis geht es einfach in Richtung Professionalisierung. Also man muss nur noch alles professionalisieren, redet nur von Profis. Wenn die heute Geld vom Kanton will, man schon bei Profi drin haben, irgendwo. Das verwirrt sehr wahrscheinlich, sind da gerade so ein bisschen so komische Manöver. Um nicht zu sagen, teilweise glaube ich, wird da Missbrauch getrieben. Das ist ja mit allen öffentlichen Geldern so. Kultur nehme ich da nicht raus. Es ist nicht einfach. Aber es hat immer geheißen, die Profis haben das Geld und die Leute haben die Zuschauer. Ich finde, es sollte von beidem beides geben. Aus Künstlersicht ist es ja nicht ganz einfach, aber es gibt viel, was im kleinen Rahmen passiert. Nachher gibt es im Oberwallis ein paar Riesen-Anlässe, wie es Zermatt angeplagt hat, du schon so angesprochen was sich sehr auf das kommerzielle, popkulturelle ausgerichtet ist. Auch da gibt es einen Mittelweg. Kann ein Künstler etwas Kleineres machen und gleichzeitig auch sogar damit verdienen? Oder? Also ein Künstler, der das Zermatt auftritt, der kann im Schlussleik auftreten, wenn er will. Nur das Schlussleik zahlt er nicht so viel wie das Zermatt. Aber das sagt ja nichts über die Qualität. Das heisst, nur kann ich das leisten oder nicht. Wenn du das Geld hast, du kannst alles kaufen, du kannst jeden Künstler herbringen. Es ist immer eine Frage von, was bietest du mir? Ich habe immer das Gefühl, ein guter Künstler, dem spielt es nicht eine Rolle, wo er ist. Ich kenne diese Leute, die sind auch gerne in einem kleineren Rahmen. Jetzt letztes Mal einen Gitarrist unten an das Leik hatte. Wäre vor 60, 70 Leuten, das war eine so gute Sache. Der hat mir gesehen, er hätte in einer grösseren Schweizer Formation spielen, er hat jetzt lieber das Kleine. Ja, das ist ein Entscheid, aber nur das sagt nichts über Qualität, ob du für eine grosse Bühne bist oder auf einer kleinen. Es sagt einfach uns, ja, aber gut oder nicht. Wenn das Beispiel Eicher aber gezeigt, was du gebrungen hast, man kann auch immer grossen, kommerziellen Rahmen durchaus auch einmalige Kunsterlebnisse. Ja, also Kommerz heisst ja nicht so schlecht. Ja. Also etwas Kommerzielles kann auch gut sein. Genau gleich wie etwas nicht Kommerzielles. Wirklich der größte Seich. Also die Spannbreite hast du überall. Also das heisst ja nicht, das ist gut, weil es gross ist, oder das ist schlecht, weil es klein ist. Kommen wir vielleicht zum Kunstsommer, der bevorsteht, aber das Literaturfestival in Leukerbad zum Beispiel ist auch eine sehr renommierte Veranstaltung, grosse Ausstrahlung, national, sogar international. Und auch die haben wir so abspecken in den letzten Tagen.
gekehrt und gibt berichtet. Aber trotzdem, es bleibt ein Muss für jeden Literaturfreund. Ja, wenn sich jemand für Literatur interessiert und schon die Gelegenheit hat, so ein Literaturfestival wie Leikerbach vor der Hausporte zu haben, der ist eigentlich blöd, wenn er da nicht geht hören. Ich meine, einer, der gerne Fußball hat und sagen wir jetzt mal Bayern München und im Rio City kannst du Freundschaftsspiel machen. Ich weiß nicht, wer da nicht geht als Fan vom Fußball. Bei der Literatur zu Leikerbach ist das Gleiche. Klar, hättest du es abspecken. Aber es kommt darauf an, was du mit dem machst, was du hast. Und Leikerbach bringt immer gute Leute und spannende Leute. Das Literaturfestival in Leikerbach ist ein Anlass, auch eine grosse Ausstrahlung, haben wir gesagt. Gibt es vielleicht auch ein, zwei Sachen, die du würdest empfehlen, eher auf lokaler Ebene, eher wo vielleicht ein bisschen weniger das Rampenlicht drauf scheint? Ja, gerne. Also die kleineren Sachen, also eine grosse Massenanlass. Wir sehen da vor wie es früher nur Fische in der Pocket drin. Also so hier und da einen anstoßen, das ist nicht mehr so meine Welt. Was mir noch so gefällt, sind eben Sachen, die ein bisschen anders sind als der Alltag. Also wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne wieder mal ins Festival aufeinander. Da bin ich mal gesehen und hat mich vor allem der Wettbewerb hat mich so begeistert. Einfach, nur schon, weil die Jury mal zahlt ist, ich nicht gewusst, wer da vorne spielt. Also du hast einen sogenannten Könner, hat auch einen, der einen schlechten Tag hat er einfach Pech gehabt, aber du bist nicht auf einen Namen angewiesen gewesen. Das ist so als Geheimtipp ja, das ist etwas, was ich finde. Ja, das würde ich jetzt, wenn ich der Zeit habe, wieder schauen. Ja. Mal aufeinander, am Abend Sonderwallis, scheint für Sommer hier auch schon ein Hindernis zu sein, etwas zu besuchen. Wie sieht es aus? Unterwallis, Oberwallis? Gibt es einen Rösti bzw. einen Raspigraben in der Walliser Kulturlandschaft? Ich glaube schon. Also vor allem unter dem Publikum. Also ich kann Hilfe Kunst schaffen in den regen Austausch mit Ober- und Unterwallis. Das funktioniert gut. Aber wenn du jetzt ins Lesal gehst einmal oder so. Also die einzigen Oberwalliser, die ich wenn da unten treffen, sind meistens von Solke vorne. Der Rüstisch ist nicht so gross. Und das ist eigentlich schade, weil die Welschen, das ist ein anderer Kulturbetrieb. Die haben andere Sachen. Die Landschaft in der Kultur ist da anders. Und anders heisst ja nie besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Und wir sind halt sehr wahrscheinlich zu wenig Neugierige mehr. Das ist umgekehrt. Als Unterwalliser siehst du oben auch nicht extrem viel. Aber das ist, glaube ich, das Problem grundsätzlich in der Kultur. Du gehst heute Haufen Sachen schauen, weil du sie kennst. Oder du gehst nicht schon an Picasso anschauen, damit das ein Kalenderblatt mal einfach live siehst. Also ein echter Picasso, nicht der auf dem Kalenderblatt. Ja, aber in eine Ausstellung oder ein Theaterstück, das du noch nicht kennst, das ist schwierig, die Leute zu motivieren, da zu gehen. Äußerlich hättest du dann wieder mit Einheimischen, aber dann kennt man wieder die Leute, was machen. Und dann funktioniert es wieder eher. Aber Unter- und Oberwallis, das ist ein bisschen schwierig. Lothar Berchtold, wir kommen schon zum Schluss. Du hast es schon gesagt, das Alporo-Festival in Nanda. Vielleicht noch ein weiterer Keimtipp jetzt hier unten ist, wo du würdest sagen, das mal im Sommer lohnt es in allenfalls? Also etwas, was mir auch immer gefällt, weil es seit ein paar Jahren nicht mehr war, ist so au bord du lac. Also unten am Gerundensee. Am Gerundensee das Festival oder das Tohu-Bohu Zweiras, das sind zwei welche Sachen. Ja, das geht ja nicht nur darum, also die Welschen haben ja andere Musik, die wir und da entdeckst du halt auch immer wieder etwas. Aber mir, nochmal am Anfang gesagt habe, Kultur heisst irgendwie immer auch wieder Begegnung und ein bisschen Neugier und ein bisschen zusammen etwas und Neues kennenlernen. Ich würde dir vorschlagen, wenn jemand im Sommer nicht weiss, was machen, kulturell im Oberwallis geht er sowieso, aber der geht einmal im Prinz Welschen, das sind häufig Sachen. Zumal das ja nur Ziders weh und somit gar nicht. Also Ziders und Sitten sind näher Barbaren. Ja. Lothar Berchtold, danke vielmals für das anregende Gespräch. Und auch daheim, merci, habt ihr eingeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.